Hallo und willkommen bei So geht Trockenbau. Ich bin Tarkan. Und ich bin Michael. Wir sind die Vorführmeister von Knauf. Und wir zeigen euch heute die Montage eines EasyWin Plus mit Jalousie. Los geht's! Was wir jetzt vorhaben, das ist eine Gipskarton-Trennwand mit einer 100er Konstruktion, doppelt beplankt links und rechts mit Diamantplatten. Und als Einbauteile haben wir die Schiebetür im Pocket Kit Silent, dass wir einen besseren Schallschutz haben. Und als Fenster haben wir das Fenster EasyWin. Also für den Einbau brauchen wir eine Kartuschenpresse für den Trennwandkit, ein Gipsabteil, eine Schlagbohrmaschine, einen Impulsschrauber, Schlagdübeln, Universalschrauben. Bevor wir mit der Montage der Unterkonstruktion anfangen, müssen wir mal die Einbauteile anschauen, ob wir überhaupt mit den Wand- und Bodenprofile einfach durchfahren können. Und wie man da sieht, müssen wir da mit der Unterkonstruktion aufpassen und die Öffnung für die Schiebetür freilassen. Und das sind in dem Fall 99,5 cm. Und die zeichnen wir uns jetzt einmal an. Um zu starten, haben wir uns derweil den Laser eingerichtet. Jetzt haben wir eine Linie, wo wir die Profile montieren werden. Da wir da schon fertigen Fußboden haben, nehmen wir ein bisschen Kleberbandel, das was wir im Nachhinein wieder weggetan können, dass wir den Boden nicht beschädigen, und zeichnen uns einmal die Position der Wand und die Öffnung der Schiebetür an. So, nachdem wir die Öffnungen jetzt angezeichnet haben, können wir eigentlich schon mit der Unterkonstruktion anfangen. Zur Unterkonstruktion gibt es ein eigenes Video, das seht ihr hier. Für den verbesserten Schallschutz verwenden wir unseren Knauf Trennwandkit. Ja, nachdem wir uns die Profile vorbereitet haben, wie man sieht, haben wir die Wand montiert und das X steht auf die Seiten, wo die Unterkonstruktion hinkommt. So, jetzt haben wir mal ein dichtes Profil und das wird im Nachhinein nochmal verdübelt. Der Rahmen von unserer Unterkonstruktion ist jetzt fertig und wir werden jetzt anfangen, dass wir die Schiebetür montieren, in dem Fall in Pocket Kit und Silent nur dazu, dass wir einen besseren Schallschutz haben. Perfekt. Wir sind jetzt soweit fertig mit der Unterkonstruktion von der Schiebetür und als nächster Schritt werden wir alles vorbereiten, dass wir die EasyWin montieren können.
Im Gegensatz zu einer normalen Auswechslung haben wir beide UA-Profile in die gleiche Richtung schauend. Nur aus dem Grund, weil wir es hier ausschneiden werden, weil das EasyVin eine Jalousie hat und da brauchen wir dann den Drehknopf. Das müssen wir jetzt in die Planung mit hineinnehmen. Wir machen das Ganze mit UA-Profilen, weil das EasyVin über 1,20 Meter breit ist. Also es hat ein genaues Maß von 1,40 Meter x 60. Also wir haben die Auswechslung mit den UA-Profilen schon fertig, schön mit den Anschlusswinkel gemacht. Hier haben wir schon für die Jalousie, für den Auslass angezeichnet und das werden wir jetzt ausschneiden. Wir werden jetzt oben eine Isolierung, also ein Trennwandklemmfilz reingeben, UW-Profil drauf verschachteln, noch ein UW-Profil drauf, damit wir unsere Konstruktion in der Teilung 62,5 fortsetzen können. Ich zeige jetzt mal den Einzelschmäh. Aufbiegen, dass das Profil besser im UW drinnen hält und nicht verrutscht. Jetzt ist die Unterkonstruktion fertig. Übrigens, wir haben noch mehrere Videos dazu, die könnt ihr euch gerne anschauen und wir fangen an mit dem Beplanken. Die Beplankung der ersten Lage ist fertig. Der Adi war so gut, hat uns den Trennfix schon montiert und den Fugenverschluss gemacht. Und jetzt beplanken wir die zweite Lage. Los geht's. Also die Wand ist schon fertig verspachtelt und geschliffen und wir werden das EasyVin einbauen. Bevor wir mit der Montage anfangen, werde ich jetzt die Jalousie komplett runterlassen. Als nächstes montieren wir die Montageclips. Von den Ecken weg 7 cm und ein Gesamtabstand zwischen den Clips dann in weiterer Folge, wenn man eine größere Länge hat, alle 30 cm. Bevor wir in EasyVin reinheben, platzieren wir nur die Unterlegskeile. Damit uns die Unterlegskeile beim Einsetzen vom Fenster nicht verrutschen, haben wir es mit dem Klebeband ein bisschen fixiert. Für eine leichtere Montage verwenden wir Saugheber. Und in dem Fall ist ganz wichtig, dass Sie die Wendewelle gleich ausschauen lassen.
Also für jeden Clip schrauben wir jetzt eine Schraube rein. Nachdem wir den EasyWin schon angeschraubt haben, montieren wir die Clips genauso wie auf der anderen Seite gegenüber und drücken es fest ein. Ja, nachdem wir das EasyWin fixiert haben und alles verschraubt haben, können wir die Glassauger entfernen und im Anschluss werden wir dann den Rahmen montieren. Also beim Zusammensetzen vom Rahmen haben wir die Eckverbinder, einmal mit einer langen und mit einer kurzen Seite. Die kurze Seite da wir beim kurzen Teil vom Rahmen einstecken und die lange Seite dann beim langen. Nachdem wir den Rahmen zusammengesetzt haben, setzen wir es aufs Fenster drauf. Wichtig ist, bevor man es einklipst, dass man die Welle außerfadelt und beim Aufsetzen bei den Ecken anfangen und dann zur Mitte weiterarbeiten. Nachdem wir die Seiten fertig haben, gehen wir dann auf die andere. Ich trenne jetzt das Plastik von der Welle runter. Beim EasyWin mit der Jalousien mit dem Drehknopf kann man auf und zu machen und mit dem Elektroantrieb kann man es hoch und nieder fahren. Wir sind jetzt fertig mit der Montage vom EasyWin Plus inklusive Rollos. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch beim Knauf Kundenservice. Die Kontaktdaten stehen in der Beschreibung. Und falls euch unser Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.